Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind Volker und Julia. Seit einem Jahr reisen wir mit unserem selbst ausgebauten Van durch Europa. Nach vielen Wochen in Südeuropa hat uns unsere Reise nun endlich zurück nach Schottland geführt. Ein Land, das sich für uns jedes Mal ein bisschen wie zu Hause anfühlt. Zwischen beeindruckenden Landschaften, Orten voller Geschichten und einer ganz besonderen Atmosphäre genießen wir die ersten Tage hier ganz bewusst. Auch wenn unterwegs nicht alles ganz nach Plan läuft, merken wir schnell, warum uns dieses Land immer wieder aufs Neue begeistert. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das ist Our Life in Tales. Hey Chagu Alaba, wir sind in Schottland. Genauer gesagt sind wir inzwischen schon in den Highlands und ja, es fühlt sich gerade an wie nach Hause kommen. Und ja, wir sind ja im letzten Video noch am Strand gelegen in Griechenland auf Lefkada und haben uns dann aber auch von Griechenland verabschiedet. Wir sind dann nicht wie geplant über den Balkan, sondern über Italien, nochmal mit der Fähre nach Ancona gefahren und dann über Italien zurück nach Deutschland. Haben in Deutschland einen ganz kleinen Stopp gemacht und unser Rücklicht hinten ausgetauscht. Volker hat es super gemacht, funktioniert alles wieder. Haben dann einmal den kompletten Bus umgepackt und ja, sind dann losgefahren Richtung Belgien. Da haben wir einen Zwischenstopp gemacht, eine Nacht übernachtet, bevor es dann für uns auf die Fähre ging von Dünkirchen nach Dover. Wir machen das immer so, dass wir mit dieser Fähre fahren und dann, um nach Schottland zu kommen, quasi einmal durch England durchzufahren. Das ist für uns die kostengünstigste und schnellste Möglichkeit, um nach Schottland zu kommen mit dem Bus. Wir haben das jetzt das 3. Mal so gemacht. Wir sind jetzt das 3. Mal mit dem Bus in Schottland, sind unfassbar glücklich. Also wir sind auch sehr froh, dass wir uns jetzt gegen den Balkan entschieden haben. Wir hatten das ja ursprünglich geplant, dass wir da uns auch noch einige Länder anschauen, aber es wäre einfach zu viel gewesen, was wir hätten in kurzer Zeit machen müssen. Und deswegen, ja, sind wir jetzt in unserem großen, großen Herzensland in Schottland. Und die Sonne scheint, ja, gerade vor 2 Minuten hat es noch geregnet, aber in Schottland ist ja so das Sprichwort, wenn das Wetter dir nicht gefällt, dann wart kurz 1, 2 Minuten, dann ist es wieder anders. Und ja, ich begrüße euch heute von dem Glenfinnan-Viadukt. Vielleicht kennt es der eine oder andere aus Harry Potter. Hier ist natürlich der Harry Potter, der Hogwarts Express drüber gefahren, sowas so rum. Und im echten Leben ist es natürlich nicht der Hogwarts Express, sondern das ist der Jacobite Steam Train. Und leider fährt der heute nicht, beziehungsweise es ist noch gar nicht klar, wann der wieder fährt, weil die immer noch mit Bauarbeiten beschäftigt sind. Wir dürfen hier auch gerade aktuell am Viadukt keine Drohne fliegen. Aber wir waren ja schon mal hier und da hatten wir das Glück, dass wir den Zug sehen konnten. Und die Aufnahmen möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten und würden euch die jetzt als erstes mal einblenden.
wir stehen jetzt quasi vom Parkplatz aus auf der rechten Seite aktuell. Normalerweise, man sieht es auch da hinten, ich zeige es einmal kurz mit dem Finger, normalerweise stehen hier immer alle Leute, um den Zug anzuschauen. Da er jetzt natürlich heute nicht kommt, haben wir uns gedacht, gehen wir ein bisschen abseits der Massen hier auf die Seite. Also hier ist auch, ich glaube, 3 Leute und sonst Mhm. ist keiner da. Da drüben ist schon wieder Mhm. voll, genauso wie der Parkplatz jetzt auch. Der war bei unserer Ankunft noch komplett leer. Und, jetzt ist richtig viel los. Also, wenn ihr so 'n bisschen für euch sein wollt, geht auf die rechte Seite. Natürlich, auch auf der linken Seite mal anschauen, weil man natürlich verschiedene Blickwinkel dann auf das wunderschöne Viadukt hat. Mhm. Ja, wir sind jetzt einmal auf die andere Straßenseite rüber. Wir wollen nämlich gleich noch zum Loch Shiel, sind jetzt aber vorher einmal noch links abgebogen auf so einen richtig süßen kleinen Pfad, der hier so ein bisschen durch, ja, eine Art Moor führt. Und ja, mal schauen, wie weit wir den gehen können. Da, wir sind jetzt beim Loch Shiel und das ist auch eine total bekannte Harry-Potter-Kulisse. Das ist der See, der um das Hogwarts-Schloss drumrum ist und hier ist der Harry Potter mit seinem Hippogreif, Seidenschnabel, glaube ich, hieß der, drüber geflogen. Also eine ganz bekannte Szene und auch das Trimagische Turnier, da hat hier ein Wettkampf von stattgefunden. Also ganz arg häufig in den Filmen und natürlich auch in den Büchern vorgekommen, dieser See. Ja, und gegenüber vom Loch Shiel hat's das, Monument vom Charles Edward Stuart oder Bonnie Prince Charlie. Der hat hier 1745, glaube ich, war's, seinen, ja, seinen Thronanspruch verkündet, also gegenüber den Engländern, dass er den oder seinen Thronanspruch durchsetzen möchte. Und das war eben hier, deswegen das Monument hier von ihm.
wir sind jetzt vom Parkplatz beim Glenfinnan-Viadukt wieder runtergefahren und gehen jetzt erstmal noch eine Runde einkaufen. Und dann schauen wir uns nach einem Stellplatz für heute Nacht um. Der Parkplatz beim Viadukt war jetzt auch extrem voll. Also da lohnt sich wirklich, so früh wie es geht, da zu sein. Wir waren um 7:30 auf dem Parkplatz, waren da dann auch fast, ja, oder waren eigentlich die Ersten. Wichtig ist, so nach einer Stunde war es dann eigentlich schon komplett voll. Also Camperstellplätze hat es nach einer Stunde oder Wohnmobilstellplätze hat es nach einer Stunde keine mehr gegeben. Jetzt sind langsam wieder welche frei, also jetzt ist 12:30. Also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, weil das sehr begrenzt ist von den Parkmöglichkeiten. Und zu den Parkplatzgebühren, also es ist ein Ticket, wo dann für den ganzen Tag ist. Also man kann bis 10 Uhr abends dann stehen. Über die Nacht ist leider verboten. Und für Autos kostet der Parkplatz 5 Pfund und für Camper 10 Pfund in der Hauptsaison. In der Nebensaison sind es irgendwie 1-2 Pfund günstiger. Und ja, das so für euch noch zur Info. So, wir sind jetzt am Sands Caravan and Camping im Nordwesten von Schottland angekommen. Hier waren wir vor 2 Jahren schon mal und hatten es eigentlich gar nicht so auf dem Plan. Nur das Problem ist, wir sind jetzt selber beide ein bisschen krank geworden. Die Julia hat auch immer noch ein bisschen Probleme mit der Stimme. Und dann haben wir gesagt, komm, dann fahren wir hierher, uns ein bisschen auskurieren, weil wir wussten, wie schön es hier ist. Und jetzt wollen wir hier einfach ein paar Tage verbringen und uns, wie gesagt, noch auskurieren und aber auch diesen wundervollen Strand noch ein bisschen genießen. Allerdings nicht baden, dafür ist es zu kalt. In a world of green, just like a dream, you and I standing wild and free, with petals so golden, the sun's warm kiss, a love so strong, a bliss. Whispers of the breeze, secrets unfold. It's you that I need, it's you that I want. When the world gets cold, it's you and me. When the sun comes back, you'll see. Oh, dandelion, the strength that you've shown, stronger each year. Look how we hold on through the toughest of times. We still stand strong. Through pavement we will grow. Forever we will grow. Also das ist ein wahnsinnig schöner Strand und der ist so riesig. Also man kann hier ellenlang entlang laufen und ja, das Tolle ist halt auch das, dass wir vom Bus einfach nur kurz über die kleine Düne müssen und dann ja, sind wir schon an diesem traumhaften Strand. Und auch die Bergkulisse ist so schön heute. Man hat so einen tollen Blick. Man sieht auch, dass da noch so ein bisschen Schnee auf den Bergen drauf ist. Und ja, einfach ein traumhaft schöner Tag heute.
So, guten Morgen. Wir haben uns schon wieder auf den Weg gemacht. Wir wollen ein bisschen uns die Füße vertreten, eine kleine Runde drehen. Auf der anderen Straßenseite beim Campingplatz gibt es so einen kleinen Mini-Wanderweg. Da kann man eine größere, eine kleinere Tour machen. Und wir haben uns jetzt für die kleine Mini-Wanderung entschieden, weil wir immer noch nicht so ganz fit sind. Und ja, da schauen wir jetzt mal hin. Jetzt haben wir hier lauter kleine Ferkelchen entdeckt. Wie süß. Oh mein Gott, wie goldig. I wanna know what kept us going. I never figured out. It's a big can of worms. Sometimes it hurts to even think about it. We should throw it out. I see you sitting on that couch again with messed up feelings. Too scared to just admit. We both knew the dog was at our house, but kept it on the outside. But since we called it quits, I'm better than I've ever been. Better than I've ever been. Don't get me wrong, I'm not holding on to some bitterness. I swear I hope you're doing as well as I am. Kurze, aber wunderschöne Wanderung, wo man nochmal einen extrem schönen Blick auch hier über die Landschaft hat, vor allem hier rüber noch zu der kleinen Insel und einen Blick über die ganzen Strände, also wirklich traumhaft schönes Eck. Und für alle, die einen Hund haben, ist hier natürlich eine atemberaubende Gassi-Runde zu den Abendstunden. Und auch heute, das Wetter hält. No more lying to each other's face. Might be I see you down the road again. So eine Stelle ein Haus bauen ist natürlich ein Traum mit dem Ausblick. That it's alright. And I hope you get to find someone. 'Cause we're not kidding ourselves again. That's okay. Go whichever way you wanna go. I got a feeling you'll pick the right one. Was a long way back to class myself as Saint again. So, ich mache mich jetzt mal noch auf den Weg zum Duschen. Will euch da aber auch noch mal kurz den Campingplatz zeigen, vor allem wie schön weitläufig der ist und vor allem wie schön es ist, dass man hier tatsächlich gar nicht mal Parzellen hat, sondern tatsächlich einfach frei wählen kann. Und dadurch kommen auch so witzige Zeltburgen wie da unten das zustande. So, vorbei an einer der größeren Müllstationen zeige ich euch jetzt mal noch eins der Gemeinschaftshäuser. Hier hat es genügend Spülbecken drin, wenn auch UK-typisch, ohne Mischbatterie, also nur heißes oder kaltes Wasser und eine kleine Küchenzeile und auch genug Platz zum Aufhalten. Hier gibt es Waschmaschinen und Trockner, da haben wir bereits gestern Wäsche gewaschen, das hat auch prima funktioniert. Also wirklich ganz großartiger Campingplatz, absolute Empfehlung von uns. Wir werden sicher, wenn wir wieder in Schottland sind, auch wieder hierher kommen. Aber gut, ich gehe jetzt duschen und wir sehen uns morgen wieder.
Guten Morgen. Wir wollten eigentlich jetzt den Campingplatz verlassen, nachdem wir uns hier halbwegs wieder auskuriert haben. Und jetzt rüber wieder auf die Sky. Und jetzt haben wir einen platten Reifen. Oder zumindest einen Reifen, der nahezu keine Luft mehr hält, knapp über 1 Bar. Ja, ist gerade aktuell irgendwie nicht so geil, aber muss man mit leben, passiert. Reifen haben auch schon ein bisschen was hinter sich. Und jetzt haben wir einen ADAC angerufen. Die haben ja zum Glück die Verbindungen auch mit dem AA, mit der Automobile Association hier in UK, damit auch in Schottland. Und jetzt warten wir mal, wenn der so in der Stunde kommt, was dann passiert. Es ist natürlich heute Sonntag, das heißt, die Werkstätten haben nicht offen. Aber wir schauen mal, vielleicht hat er auch erstmal eine temporäre Lösung oder irgendwas. Und im schlimmsten Fall bleiben halt erstmal nochmal einen Tag auf dem Campingplatz. Bye. So, wir fahren wieder. Hat jetzt zwar ein paar Stunden gedauert, hat dann aber super noch mit dem Kollegen hier von der Werkstatt eine halbe Stunde weggeklappt. Und wir fahren jetzt erstmal zu unserem Stellplatz, zum Eilean Donen Castle. Und da sagen wir euch dann noch, wie das Ganze dann genau abgelaufen ist. So, wir sind jetzt an unserem Stellplatz am Eilean Donen Castle angekommen. Hat jetzt leider ein bisschen länger gedauert, als wir gehofft hatten. Also 3-4 Stunden Verzögerung haben wir jetzt dadurch natürlich hinnehmen müssen. Aber am Ende hat alles super geklappt, vor allem über den ADAC. Der hat auch alle Kosten jetzt übernommen, also lediglich ein bisschen Trinkgeld haben wir dem Kollegen natürlich gegeben, denn im Endeffekt war es halt trotzdem Sonntag und der hat da im Regen uns geholfen und den Reifen gewechselt. War uns halt einfach wichtig, dass nochmal jemand auch auf unseren Ersatzreifen draufschaut, dass wir den auch wirklich so benutzen können, dass es ein vollwertiger Reifen ist und dass er von der Qualität her in Ordnung ist. Ich meine, wir hatten den zwar mal vor einiger Zeit checken lassen, aber ja, man weiß ja nie. Und auch die Mechanik, wo man den Ersatzreifen beim Jumper abseilt, hat auch tadellos zum Glück funktioniert. Und jetzt haben wir unseren eigenen Ersatzreifen drauf, der funktioniert auch, ist auch in gutem Zustand. Das heißt, da können wir auch erstmal mit weiterfahren. Ja, den alten Reifen hat er sich auch mal angeschaut, konnte jetzt aber auf den ersten Blick nichts erkennen, ob da ein Nagel oder sonst was drin war. Oder vielleicht ist auch nur das Ventil kaputt. Wir wissen jetzt leider nicht, aber gut, funktioniert auf jeden Fall erstmal. Und ja, wir verbringen jetzt die Nacht hier beim Eilean Donen Castle eben. Da zeigen wir euch auch gleich noch ein paar Bilder von. Ansonsten würden wir uns jetzt an der Stelle aber verabschieden von euch. Das heißt, wir beenden das Video. Wie üblich würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lassen würdet, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne auch einen netten Kommentar schreiben. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit uns in Schottland weitergeht, dann auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.